Frau Fischer, Sie haben kürzlich bei einer Tagung zum Thema Nahtoderfahrung über Ihre Erlebnisse als Kind gesprochen. Könnten Sie uns noch mal erzählen, was Sie erlebt haben, was damals passiert ist? Also das war im Jahr 2003. Ich war damals 6 Jahre alt und bin in der Früh aufgewacht und habe ganz, ganz starke Kopfschmerzen gehabt. Bin dann sofort zu meiner Mutter in die Küche gelaufen und habe gesagt, Mama, du, ich habe so Kopfweh, da stimmt irgendwas nicht. Und da haben wir uns ziemlich Sorgen gemacht, was da los ist. Und es war dann auch 5 Minuten später, bin ich im Bett zusammengeklappt und hat sich herausgestellt, dass ich eine Gehirnblutung hatte und bin natürlich sofort mit der Rettung ins AKH geführt worden und das wurde dort eben festgestellt, dass ich eine Gehirnblutung hatte und bin 14 Tage auf der Intensivstation dort gelegen. Und auf der Intensivstation hatte ich dann diese Nahtoderfahrung, mehr oder weniger, dass ich aus dem Körper hinausgeschlüpft bin, sage ich jetzt einmal. Also bin ich damals eben dort gelegen und auf einmal hat sich das so angefühlt, wie wenn sich eine Schicht von mir löst. Ja, also zuerst hat sich so eine Schicht von mir gelöst und plötzlich, so wie ein Szenenwechsel, das war ganz plötzlich, bin ich auf einmal 2 Meter in der Höhe gewesen und habe mich dort liegen gesehen. Mich selbst mit Schläuchen im Kopf und es war irrsinnig spannend, weil in dem Moment habe ich gar nicht realisiert, was da abgeht. Was heißt das, sich sehen? War das für Sie ein Unterschied zu der Situation, wenn Sie sich zum Beispiel im Spiegel betrachten? Ja, es ist schon ein Unterschied, weil wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich mich ja, wie ich jetzt bin. Ne? Aber ich war 2 Meter in der Höhe, was ja für ein 6-jähriges Mädchen ein bisschen abnormal ist, weil ich war, was weiß ich, damals 1,20 oder so groß oder noch kleiner, ich weiß nicht. Und auf einmal war ich so richtig hoch oben und sah mich da auf diesem Bett selbst liegen. Und das ist ja seltsam, ne? Man steht und sieht sich selbst da liegen. Also das kann ja schon mal vom Spiegel her nicht passen. Ne? Und da bin ich eben da gelegen mit Schläuchen im Kopf und daneben haben irgendwelche Apparate gepiepst. Und dann sind auch Ärzte hineingekommen. Das war das, was ich wahrgenommen und gesehen habe. Und im ersten Moment war es, man hat nicht realisiert, was da abgeht. Ne? Man denkt sich so, okay, okay. Und dann sieht man sich selbst da liegen und denkt sich, okay, nachdenken. Wenn ich jetzt da stehe und so auf einer Höhe von in etwa 2 Meter und mich gleichzeitig aber da liegen sehe, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Ne? Also da fängt man dann schon nach kurzer Zeit so zum Reflektieren an, da kann ja jetzt was nicht stimmen. Und dann, ich bin tot. Und das war so, es war jetzt nicht wirklich schlimm, so dieses ich bin tot, sondern es war einfach überwältigend, diese Erfahrung zu machen. Einfach festzustellen, ich liege da und gleichzeitig stehe ich da. Da kann ja irgendwas nicht zusammenpassen. Und da habe ich mich einfach dann kurz so selbst beobachtet und das Gefühl war einfach eine unglaubliche Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, die wir so als Mensch gar nicht empfinden können, weil wir einfach in den Körper drinstecken. Und da ist man fühlt sich wie eine Feder. Und ein weiterer Fakt ist eben, dass ich viel höher war, in etwa auf einer Höhe von 2 Meter. Und ich habe damals bewusst versucht, hinunterzuschauen und wollte sehen, wie schaue ich da jetzt aus und habe hinuntergeschaut und wollte auf meine Füße schauen und habe aber keine Füße gesehen, weil ich ja mehr oder weniger als Seele anscheinend keine Füße habe. Und dann habe ich versucht, auf meine Hände zu schauen und habe eben auch keine Hände gesehen. Und das ist eben spannend. Man nimmt eine Art Körper wahr, aber man sieht es nicht. Und das war einfach eine wirklich tolle Erfahrung in dem Sinne. Und das Prägendste für mich in diesem Moment war diese unglaubliche Stille. Eine Stille, die wir so auf der Welt, glaube ich, gar nicht erleben können. Das war wie wenn man sagt, aus, Pauseknopf. Kein Geräuschkulisse, man sieht nur alles so wie ein bisschen in Zeitlupe. Also so habe ich es wahrgenommen, aber diese Stille war einfach nur gigantisch. Diese Stille können wir auf der Erde so nicht wahrnehmen. Wie ging es dann weiter? Dann ging es so weiter, dass ich dann so links, also ich habe gerade auf meinen liegenden Körper halt geschaut und dann habe ich mich so nach links Richtung Tür bewegt. Da war nämlich eine Tür und einfach, es war eigentlich nicht eine Tür, es war ein Türrahmen. Und dieser Türrahmen war ausgefüllt mit Licht, komplett mit Licht ausgefüllt.
Ich muss aber sagen, dieses Licht hatte eine andere Frequenz als auf dieser Erde. Also es ist nicht vergleichbar mit einem Sonnenlicht oder so. Und es war recht dunkel auch in den Raum, in diesem Intensivstationenraum, weil ich glaube, dass es da in der Nacht war. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. Und da war es auch recht dunkel in den Raum und ich habe mich da zu diesem Türrahmen hin bewegt und der war komplett ausgefüllt mit Licht. Und dieses Licht hatte, wie gesagt, eine andere Frequenz und ich hatte das Gefühl, dass es so ein bisschen blaustichig war. So ein Mix aus Weiß- und Blaulicht. Und das war irgendwie, es wirkte auf mich sehr anziehend. Es war einfach etwas, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht so auf der Erde gesehen habe. Und ich habe mich dann so langsam diesem Licht wirklich ganz langsam in ein Schritttempo zubewegt. Und dann habe ich eine Stimme gehört und eine Stimme, die mich fragte, Mädchen, möchtest du gehen? Das wurde mir diese Frage gestellt. Ich habe aber kein Wesen oder so irgendwas gesehen. Es war einfach eine Stimme, die mich fragte, Mädchen, möchtest du gehen? Und dann war eben das Spannende, da stehe ich dann so in diesem dunklen Raum vor den Türrahmen, ausgefüllt mit weißem Licht und eben dieser blauen Farbe auch drin. Also diese eigene Lichtfrequenz, sage ich jetzt mal. Und dann bewege ich mich so langsam diesem Licht hin und mir wurde diese Frage gestellt, Mädchen, möchtest du gehen? Und in dem Moment bin ich so in mich gegangen, wenn man das jetzt mal so sagen kann, in mich gegangen und habe nur einen einzigen Gedanken gehabt und der Gedanke waren meine Eltern. Mir sind sofort meine Eltern in die Gedanken gekommen, Mama, Papa, und in dem Moment, als ich den Gedanken Mama und Papa hatte, hat mich wie eine Kraft zurückgezogen und also rückwärts in meinen Körper wieder katapultiert. In einer Geschwindigkeit unglaublich und das war meine Art Nahtoderfahrung in dem Sinne. War dieses Licht, von dem Sie berichten, ein rein visuelles Erlebnis oder waren dabei auch Empfindungen damit verbunden? Liebe, ein Angekommensein, Geborgenheit? Also das Gefühl dazu praktisch. Ja. Das Gefühl war ein gut aufgehoben sein, absolut. Ich habe auch absolut nicht das Gefühl gehabt, dass mich da jemand zu etwas drängen möchte. Also ich sage, jemand, der sich dazu entscheidet, diese Schwelle zu übertreten, der hat sich selbst dafür entschieden. Absolut. Da gibt es niemanden, der sagt, komm, du gehst jetzt oder so irgendwas. Weil ich wurde ja gefragt, Mädchen, möchtest du gehen? Ich hatte meine freie Wahl, es war meine freie Entscheidung. Und es ist ja so, dass man da auch, glaube ich, nicht die Möglichkeit hat, richtig zu antworten, weil ja in der geistigen Welt es in dem Sinne keine Sprache in dem Sinne gibt, wie es wir hier auf der Erde haben, sondern rein mit Gedanken. Man denkt und das ist die Antwort. Und wenn ich jetzt praktisch, wie es in meinem Fall war, plötzlich an meine Eltern denke, dann ist es kein klares Ja. Dann ist es kein klares Ja zu, ich gehe jetzt über diese Schwelle. Weil dann gibt es anscheinend noch irgendetwas mit meinen Eltern, was ich noch auf dieser Erde mit ihnen zu bewältigen habe oder was auch immer oder zu lernen habe oder erkennen darf, wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Und das war praktisch die Antwort für mich, dass ich diese Schwelle nicht übertrete. War dieses Erlebnis prägend? Hat Sie das sehr geprägt? Ja, also in der Anfangszeit, nach den 2 Wochen Intensivstation, wie ich dann aufgewacht bin, bin ich noch 2 Wochen auf der normalen Station gelegen. Und da war es halt sehr frisch noch, diese Erfahrung. Aber ich hatte das Gefühl als Kind, dass es besser ist, wenn ich es meinen Eltern noch nicht davon berichte, weil die selber eben sehr geschockt von der ganzen Sache waren und im Prinzip hätte ich ja auch sterben können aufgrund der Gehirnblutung, jetzt rein auf körperlicher Ebene gesehen. Und ich hatte das Gefühl, dass es besser ist, es jetzt noch für mich zu behalten, weil ich einfach gemerkt habe, dass meine Eltern nicht in der emotionalen Verfassung waren, um so etwas verarbeiten zu können. Und deswegen habe ich es eine Zeit lang für mich behalten und habe dann so 2 Jahre später mit meiner Mama begonnen, darüber zu reden und ihr davon zu erzählen. Und ehrlich gesagt habe ich das auch gebraucht, um es für mich selbst zu verarbeiten. Also für mich war es wichtig, absolut. Wie hat die Mama darauf reagiert? Die Mama hat in dem Sinne sehr offen darauf reagiert, weil sie sich selbst auch schon früher mit solchen Dingen beschäftigt hat. Ja, es war einfach schön, mit ihr so offen drüber zu reden. Ja. Also Sie hatten nie das Problem, dass Sie durch diese Erfahrung belastet gewesen sind, in dem Sinn, dass Sie einfach nicht gewusst haben, was ist los mit mir. Das war in dem Sinn nie eine Belastung. Nein, also ich habe es erlebt, für mich ist die Sache ganz klar. Und ich sage, jeder andere, der mich vielleicht deswegen für verrückt halten würde,
das akzeptiere ich total. Und zwar aus dem Grund, weil eben dieser Mensch diese Erfahrung nicht gemacht hat. Er kann sie auch gar nicht verstehen oder er kann sie auch gar nicht annehmen, wenn er nicht selbst so eine Erfahrung gemacht hat. Das ist ja gar nicht möglich, weil das liegt ja außerhalb unseres menschlichen Verstandes. Haben Sie noch Angst vor dem Tod? Ich? Nein. Also meine persönliche Meinung dazu ist auch, ich glaube gar nicht, dass wir Menschen richtig Angst vor dem Tod haben. Ich glaube, dass das in Wahrheit haben wir nur Angst vor unserer wahren Größe und vor unserer Unsterblichkeit und das verwechseln wir mit der Angst vorm Tod. Das ist meine Meinung dazu. Warum haben wir vor der Unsterblichkeit Angst? Das ist eine gute Frage. Einfach, ich glaube, da geht es um die Größe. Einfach, dass wir so großartige Seelen sind, großartige Wesen und dass es niemals ein Ende gibt. Also für mich ist es schon ein bisschen erschreckend, wenn ich darüber nachdenke, es gibt niemals ein Ende. Das macht mir schon in einer Art und Weise ein bisschen Angst, in welcher Form auch immer. Wie hat sich durch dieses Erleben Ihr Menschenbild entwickelt? Was ist Ihre Vorstellung vom Sinn unseres Lebens? Mit dem, das ist eben das Spannende, weil mir das eben als Kind widerfahren ist, dieses Erlebnis, dass ich sehr, sehr früh begonnen habe, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also wirklich schon mit 7, 8, 9 bin ich schon zu Seminaren gelaufen und so mit meiner Mama. Und ich bin immer das einzige Kind gewesen. Und einfach weil, wenn man es selbst erlebt hat, dann stellt sich die Frage nicht, ob es weitergeht. Also für mich hat sich das nie gestellt. Und ich beschäftige mich sehr viel mit so spirituellen Themen und wie es nach dem Leben weitergeht, warum wir auf der Welt hier sind und lese auch ganz viele Bücher drüber und das macht mir irrsinnig Spaß, mich damit zu beschäftigen. Haben Sie eine vorläufige Antwort gefunden auf die Frage nach dem Warum? Ja, also für mich, das kann für jeden anders sein, aber für mich ist es so, dass ich glaube, dass jede Seele die Erfahrung machen möchte, was der Begriff Ich bin alles bedeutet. Dass eine Seele einfach alles ist und im Laufe seiner ganzen Leben die Erfahrung von Ich bin alles machen möchte und jede Rolle einmal gespielt haben möchte, einfach um zu fühlen und um wahrzunehmen, was bedeutet das. Weil wenn man zum Beispiel, ich stelle mir das so vor, ich bin eine kleine Seele im Himmel und ich weiß, ich bin nichts anderes als Liebe. Ich bin alles, ich bin Liebe. Jetzt ist es aber schwierig zu sagen, ich bin Liebe, wenn ich noch nie die Erfahrung gemacht habe, was das ist. Oder wenn ich sage, ich bin Vergebung. Ja? Und dann glaube ich daran, dass man auf die Erde kommt, um eben so eine Erfahrung zu machen, was es bedeutet, Vergebung zu sein. Und somit, was weiß ich, gehen dann irgendwelche Menschen grauslich im Leben mit dir um, damit du die Erfahrung machen kannst, aha, ich verzeihe dem, ich vergebe den. Ah, so ist das, so fühlt es sich an, wenn man Vergebung ist und wenn man verzeiht. Also ich glaube, dass das so ein Spiel ist, einfach mal die Erfahrung von Ich bin alles gemacht zu haben. Die Biografie von Menschen, die auf Nahtoderlebnisse zurückblicken können, zeigt oft, dass sie nach diesen Erfahrungen eine verfeinerte Wahrnehmung, eine höhere Sensibilität hatten. Ist das auch etwas, was Sie glauben, dass Ihr Leben prägt? Ja, also absolut. Ich habe auch gemerkt, im Laufe meines Lebens, vor allem ab 14, muss ich sagen, hat sich da bei mir so sehr viel gewandelt. Rein auf der energetischen Ebene. Ich bin viel feinfühliger. Wenn ich auf teilweise gewisse Menschen treffe, spüre ich sofort, ist da Resonanz oder was ist da? Also ich kann zum Beispiel in so großen Massenveranstaltungen kann ich gar nicht hingehen, weil mir das zu viel ist. Ein viel zu großes Durcheinander an Energien und das halte ich zum Beispiel nur selten aus. Also da muss ich mir irgendein Schutzspray oder so drüber hauen, dass das für mich dann passt. Ich habe das Gefühl, ich bin durchlöcherter. Ich habe nicht mehr so einen richtigen Schutz, weil ich einfach gewisse Gefühle der anderen noch wahrnehmen kann und weiß, wie geht es denn wirklich. Und wenn jemand vor mir steht und mir versucht, etwas vorzuspielen, was er gar nicht ist, durchschaue ich den sofort und sage, ja, okay, ich akzeptiere das so, wie er ist, aber in Wahrheit ist er nicht so. Also ich merke total schnell, wenn mir ein Mensch eine Fassade von sich zeigt und mir etwas von sich vorspielen will, braucht er mir gar nicht vorspielen. Das merke ich sofort, dass er das nicht ist. Ja. Wird die spirituelle Orientierung auch für Ihre berufliche Ausrichtung eine Rolle spielen? Absolut, definitiv. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das alles vernetzen soll in dem Sinne, aber ich vertraue einfach darauf, dass sich das Richtige ergeben wird und das wird schon passen. Ich habe jetzt mal angefangen, eine Ausbildung als Kinesiologin. Und da geht mir auch so in den energetischen Bereich hinein und das macht mir ehrlich gesagt sehr viel Spaß. Aber es ist mir
ein bisschen zu wenig von der Spiritualität dabei. Und darum sage ich, hey, ich nehme das her und das werde ich verbinden. Und es wird sich das Richtige ergeben und ich vertraue darauf, dass das dann passt. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke vielmals.